Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Video heute und zwar habt ihr das wahrscheinlich schon öfters mal gehört und zwar möchte ich heute mit euch über YouTube-Dinge reden, so Sachen wie was ist YouTube Money, weil ich das jetzt schon öfters gelesen habe, ich glaube da haben viele ein falsches Bild davon, aber dazu später mehr. Jetzt wollen wir erstmal über Kommentare noch reden und am Ende wollen wir auch tatsächlich über sehr innovative Fan-Engagements reden, die ihr auch tatsächlich selber machen könnt. Bevor ihr jetzt irgendwie anfangt zu haten oder sowas, würde ich euch wirklich bitten, das Video komplett bis zum Ende durchzugucken und wenn euch irgendein Punkt nicht gefällt, dann schreibt ihr mir den, aber auch wirklich das Video aufmerksam bitte zuhören, denn es gibt eigentlich keinen negativen Punkt, es wird sich eigentlich für euch immer nur alles zum Positiven ändern, denke ich mal, und deswegen bitte gut zuhören, bevor ihr irgendwas hier hatet. Normalerweise sage ich eigentlich alles in diesem Video. Okay. So, also zunächst einmal über Kommentare und zwar, ich habe versucht, wie ihr wisst, jedes Kommentar irgendwie zu beantworten, aber irgendwie funktioniert das in letzter Zeit nicht mehr so richtig, vor allem wenn man dann wenn ihr auf ältere Kommentare von anderen Nutzern oder euch selber antwortet, die zum Beispiel schon eine Woche oder sowas alt sind. Ihr müsst euch überlegen, ich kriege tatsächlich täglich neue Kommentare, so 10 bis 20 Stück, mindestens eigentlich, eher mehr. Aber das ist jetzt mal nur so ganz grob. Aber wir sehen hier, das da oben war übrigens Spam, deswegen habe ich den Link ausgeblendet, damit man den nicht folgen kann. Dann haben wir hier vor 10 Stunden, vor 14 Stunden, vor 15 Stunden. Das ist aber wirklich lang nicht alles, was da ist. Und früher konnte man über diese wunderbare Kommentarglocke wirklich jedes neue Kommentar, auch unter alten Kommentaren drunter, also man kann ja auf Kommentare antworten, die hat man da alle gesehen und konnte dann One-Click antworten. Mittlerweile ist es leider so, dass die YouTube-Glocke nicht mehr so richtig funktioniert. Das ist wegen Google Plus Trennung und YouTube-Trennung. Das ist jetzt mittlerweile eine ziemlich beschissene Glocke. Wenn ich hier draufklicke, dann öffnet sich das Video und dann muss ich dort erstmal das Kommentar suchen, was auch oftmals nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und sehr, sehr häufig, das ist jetzt vor allem in letzter Zeit, zeigt es mir Kommentare gar nicht mehr an. Deswegen antworte ich auch relativ selten auf alte Kommentare, denn ich kann nicht einfach 10.000 Kommentare täglich überprüfen, ob da was Neues drunter geschrieben wurde und ich bekomme wirklich nicht mal mehr eine E-Mail. Manchmal bekomme ich eine E-Mail, manchmal bekomme ich hier oben, wie gesagt, diese Glocke leuchtet, aber tatsächlich ist es nur für einen Bruchteil der Kommentare, wo das wirklich funktioniert und ich sehe die neuen Kommentare, wenn ich hier auf Community klicke, sehe ich immer alle Kommentare, aber ja, tatsächlich viel zu wenig. Also ich kriege überhaupt keine Benachrichtigungen mehr. Neue Kommentare sehe ich immer, die sind hier nämlich zeitlich geordnet, aber eben nur ganz neue Antworten auf alte Kommentare sehe ich leider nicht mehr. Das heißt, wenn ich irgendwann mal nicht antworten sollte und ihr erwartet eigentlich eine Antwort von mir, dann schreibt das Ganze bitte einfach als neues Kommentar, dann sehe ich das. Ich habe keine Ahnung, warum das so schlecht funktioniert, aber ja, ich hätte eigentlich mehr erwartet von YouTube. Aber okay, so viel dazu. Das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. Egal. Jetzt möchte ich euch noch kurz von YouTube Money berichten. Und zwar, wenn wir hier mal rüber switchen. Also ich darf euch natürlich nicht erzählen, wie viel ich tatsächlich verdiene, aber man kann trotzdem anhand der Views ausrechnen, wie viel das ungefähr sein kann. Das kann eine Preisspanne sein und die kann ich euch ja kurz mal zeigen. Und zwar Social Blade, da kann jeder drauf gehen. Ihr seht, ich bin gerade nicht eingeloggt, das darf ich euch auch tatsächlich zeigen. Und hier unten sehen wir die Estimated Monthly Earnings, das sind die durchschnittlichen monatlichen Verdienste. Und natürlich kann man hier sagen, diese Verdienste sind tatsächlich eher linksorientiert als rechtsorientiert. Das liegt daran, wie viele Leute tatsächlich einen Adblocker benutzen oder auch keinen Adblocker benutzen. Und wenn jetzt keiner mehr einen Adblocker benutzen würde, würde ich den Preis verdienen. Wenn alle einen Adblocker benutzen würden, würde ich den Preis verdienen sozusagen. Und man weiß definitiv, dass die Mehrheit der Menschen natürlich Adblocker benutzt. Und an der Stelle möchte ich mich bei den Leuten von euch bedanken, die tatsächlich für mich schon ihren Adblocker ausgeschalten haben. An der Stelle riesen Dankeschön. Aber ja, ihr seht, ich habe hier, nicht wirklich was, wovon man leben kann. Also man muss berechnen, okay, man hat Miete zu zahlen, man muss von irgendwas leben können. Und da wir uns eher am linken Rand orientieren als am rechten Rand, also deutlich eher am linken Rand, möchte ich vielleicht mal an euch appellieren, schaltet bitte euren Adblocker aus, denn irgendwie, versuche ich das Ganze auch irgendwie mal. Oder es wäre zumindest ein Traum von mir, dass ich das Ganze wirklich für euch Vollzeit machen könnte, denn ich finde es irgendwie wahnsinnig toll, wie man anderen Leuten tatsächlich helfen kann. Ich habe hier in der Community schon so viele Leute, mit so vielen Leuten schreiben oder reden dürfen, die wirklich unglaubliche Sachen erzählt haben, dass sie zum Beispiel hochbegabt sind oder, ich kenne tatsächlich einige hier in der Community, die hochbegabt sind, aber dazu gleich noch mehr, was die alles noch machen können. Also es ist unglaublich wirklich.
Und ich finde es toll, wie ich euch dabei auch helfen kann, vielleicht eure Bildung ein bisschen oder eure Ziele auch selber zu verfolgen. Und ich würde es sehr, sehr gerne auch wirklich als Vollzeitberuf machen. Klar, das ist noch sehr weit weg, aber zumindest möchte ich vielleicht auch so viel Zeit reinstecken, wie ich irgendwie kann. Das geht jetzt während dem Studium noch relativ gut, aber naja, es wird immer schwerer, weil ich muss ja dann auch irgendwann meine Masterarbeit machen und irgendwie muss ich dann auch mich über Wasser halten können. Und da ich jetzt tatsächlich auch mitbekommen habe, dass auch meine Videos tatsächlich schon in manchen Unternehmen eingesetzt werden, als Ausbildung sozusagen, dass ich da quasi als Ausbilder tätig bin oder tatsächlich auch in Schulklassen oder sowas, würde ich vielleicht an euch appellieren, macht wenigstens dann euren Adblocker aus oder so. Das wäre schon ganz geil. Aber ich habe natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt, damit ich möglichst viele Videos für euch machen kann. Denn ich habe jetzt schon so viele Anfragen bekommen, können wir das als Serie machen, können wir das als Serie machen, können wir das machen. Ja, das ist unglaublich, wirklich. Also, ja, ich habe da so viele Anfragen und ich kann die gar nicht alle beantworten. Das finde ich irgendwie mega schade. Auch zum Beispiel habe ich schon öfters gehört, ihr wollt ein großes Projekt haben, also dass ich zum Beispiel ein großes Projekt mache und das dann vorstelle eben über Videos. Das funktioniert leider so in dem Sinne, zumindest aktuell nicht, weil ich muss ja nebenher noch irgendwie studieren und das dann nebenher laufen zu lassen. Ich stecke mittlerweile, und das unterschätzen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, mittlerweile ungefähr einen 50% Job rein. Das heißt ungefähr so 20 Stunden die Woche. Eigentlich, ja okay, mehr darf ich nicht, weil ich Student bin. Ich darf nicht mehr als 20 Stunden arbeiten, aber es kommt ungefähr auf jeden Fall auf 20 Stunden hin. Also auf jeden Fall. Weil ich auch viel am Wochenende natürlich arbeite, dann auch für den Kanal und ja, deswegen ein 50%-Job ist definitiv normalerweise besser bezahlt als YouTube. Also stellt euch da bitte nicht irgendwie so vor, YouTube Money, mega viel und so. Das stimmt alles überhaupt nicht, das ist totaler Humbug. Die meisten YouTuber verdienen tatsächlich das meiste mit irgendwelchen Product Placements. Das heißt, die haben alle irgendwelche Verträge, Werbeverträge, die dann auch tatsächlich im Video erscheinen. Also irgendwie, boah, ich trinke jetzt mein geiles, was auch immer. Wasser habt ihr von mir wahrscheinlich noch nie gehört. Ich trinke dann vielleicht mal hin und wieder mal mein Leitungswasser. Und nicht irgendwelche Product Placements oder sowas. Wenn ihr da irgendwie auf mich zukommen wollt als Firma oder sowas, dann habe ich da durchaus nichts dagegen. Ich werde nur definitiv nichts machen, hinter dem ich nicht auch selber stehe. Das heißt, wenn ich ein Produkt nicht gut finde, dann werde ich es auch nicht zeigen. Das dürfte klar sein. Und mit HK Hosting haben wir natürlich jetzt schon mehr oder weniger Product Placement betrieben hier. Nicht direkt Product Placement eigentlich, sondern die haben uns einen Server gestellt und ich habe den halt hier vorgestellt, wie man eben hier einrichten kann. Also im Endeffekt waren es auch Tutorials. Genau, und das mit der Hochschule war natürlich auch eine Kooperation. Also wenn ihr irgendwie mal als Unternehmen auf mich zukommen wollt, dann ist das durchaus auch möglich, wenn ich da hinter dem Produkt mehr oder weniger oder hinter was auch immer, wenn ich da hinten dran stehen kann, dann ist das alles gut. Wenn ich natürlich nicht hinten dran stehe, dann werde ich das auch definitiv nicht zeigen, weil ich auch meine Zuschauer hier nicht damit belästigen möchte. So, gut, wunderbar, dann wäre das geklärt. Nächste Sache, ihr könnt mich natürlich auch gerne auf Patreon unterstützen. Und ich habe hier schon mal ein paar Ziele eingetragen, die sind aber allerdings nur sehr, 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 sehr grob. Ihr könnt hier sozusagen auch mir monatlich spenden, also das sind tatsächlich monatliche Spenden, die ihr hier schicken könnt. Und ich habe mir jetzt hier ein paar Goals reingeschrieben, dass ich zum Beispiel meine Wordlist, ich habe ja natürlich zum Cracken oder so, habe ich auch schon gezeigt, habe ich eine Wordlist und die hat mittlerweile über 90 GB, die würde ich natürlich dann auch irgendwann mal öffentlich stellen, aber ich habe noch sehr viel mehr Ziele eigentlich vor Augen, also ich will euch zum Beispiel auch so Sachen wie einen Proxy-Server vielleicht mal einrichten, da kommt es natürlich dann auch immer viel auf Vertrauen an, das heißt, vertraut man dem Provider, vertraut man dem E-Mail-Server-Provider, da kann natürlich auch jeder einfach eure E-Mails mitlesen und wenn ihr dann bei mir zum Beispiel einen E-Mail-Provider oder ich euer E-Mail-Provider wäre, dann könntet ihr da einfach sagen, okay, dem vertraue ich vielleicht eher als jetzt Microsoft oder sowas. Sowas würde ich dann vielleicht auch euch zur Verfügung stellen, also quasi euch einen E-Mail-Service einrichten oder E-Mail-Server einrichten, über den ihr dann E-Mails verschicken könnt. Solche Dinge könnten wir hier alle über Patreon machen und ich weiß noch nicht, je nachdem, wie sich das dann entwickelt, werde ich diese Wordlist dann allen zur Verfügung stellen oder eben nur meinen Patreon-Supportern plus dann eben Leuten, die sich extern noch engagieren, da werden wir aber gleich noch dazu kommen. Also, bevor wir jetzt da noch irgendwie ja, in die Tiefe gehen, diese Wordlist wird auf jeden Fall meinen Patreon-Supportern zur Verfügung gestellt. Bei allen anderen weiß ich es noch nicht sicher. Leute, die sich aber extern noch engagieren und dazu, wie gesagt, komme ich gleich noch, da wird es dann auch solche Sachen geben. Wenn ihr irgendwie beim Battle of AI oder sowas gewinnt, dann wird es auf jeden Fall mindestens die Wordlist geben, wenn nicht sogar noch mehr oder so. Und wir haben zum Beispiel auch schon extrem viele Leute, die sich, achso, genau, PayPal habe ich natürlich auch noch, könnt ihr gerne auch noch spenden oder sowas, aber wir haben sehr, sehr viele Leute, die sich auch
engagieren irgendwie in der Community, dass sie zum Beispiel irgendwelche Sachen programmieren. Und das würde ich gerne noch sehr viel mehr verbreiten. Also sowas wie, wir hatten auf Discord zum Beispiel einen Bot, der wird auch aktuell von jemandem aus der Community natürlich gepflegt und gehostet auch tatsächlich. Wir haben aber auch das Battle of AI, da ist jemand dran, der ist im Forum natürlich auch aktiv, hier Paul. Dann, ihr kennt alle Ein Mensch, beziehungsweise Anthony, der programmiert auch extrem viel oder stellt auch Tools oder sowas zur Verfügung. Wir haben Moderatoren, wir haben Administratoren, Discord, Forum und alles. Das würde ich nicht alleine betreiben können, das geht gar nicht. Und denen würde ich natürlich auch jederzeit sowas zur Verfügung stellen, also sobald natürlich hier irgendwie was zur Verfügung gestellt werden kann, sage ich mal. Und jetzt möchte ich natürlich auch noch allen anderen hier die Möglichkeit geben, sich irgendwie zu engagieren. Und da dachte ich mir, Mensch, diese Tools hier auf meiner Webseite, da gibt es aktuell so ein IP-Tool. Da habt ihr hier zum Beispiel die Möglichkeit, einfach mal zu checken, was ihr für eine IP-Adresse habt und wo eure Position ist. Das ist jetzt natürlich nicht genau, aber es ist zumindest relativ genau und dann eben euer Fingerprint und so weiter und so fort. All diese Informationen lassen sich natürlich berechnen. Und ich dachte mir, Mensch, wie wäre es denn eigentlich, wenn ihr als Community für mich tatsächlich auch Tools programmieren könnt? Ich würde euch jetzt zur Verfügung stellen, dass ihr für mich Tools programmieren könnt und wir die hier auf der Website hosten. Natürlich werde ich darauf Werbung schalten, falls das für euch okay ist. Und jederzeit würde ich euch auch was von der Werbung dann abgeben oder euch dann natürlich an diesen Patreon-Goals beteiligen oder was auch immer ihr wollt. Also solche Sachen wären durchaus möglich. Dazu würde ich euch tatsächlich hier mal im Forum empfehlen, einfach reinzuschreiben, hier unten unter Community irgendwo, könnt ihr mir einfach schreiben, was genau ihr im Sinn habt. Und dann könnt ihr da einfach vielleicht euch auch als Team zusammentun und dann an so einem Tool entwickeln. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas, dann stehe ich euch da einfach zur Verfügung und würde euch da einfach so ein bisschen unterstützen. Wenn es dann größere Dinge sind, die vielleicht auch noch andere interessieren, würde ich speziell genau für euch ein Video veröffentlichen, was dann eben ein Thema erklärt oder was dann eben ein Thema zumindest näher umreißt. Und ja, ihr könnt dann sozusagen Leute finden, die euch dann vielleicht bei eurem Produkt oder bei eurem Tool oder was auch immer helfen würden. Und am Ende würde ich das hier auf der Webseite einbetten und dann hosten und euch natürlich auch was vom Gewinn abgeben. So ist das natürlich nicht. Allerdings gibt es da auch ein paar Richtlinien logischerweise. Und zwar, ihr müsst mir den Source Code, also tatsächlich vollständig logischerweise zur Verfügung stellen. Ihr müsst auch einen Nutzungsvertrag unterschreiben, sonst kann ich angeklagt werden wegen Urheberrechtsverletzung, weil logischerweise habe ich nicht die Tools geschrieben, sondern ihr, wenn ich sie für euch hoste. Und ihr dürft natürlich keine Sicherheitslücken oder sowas reinbauen. Also das heißt, ihr müsst extrem darauf achten, dass ihr hier irgendwie alles auf Client-Seite macht, am besten gar keine Datenbank oder sowas benutzen. Und ja, das wäre dann natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich würde auch diesen Code vorher natürlich Probe lesen wollen, bevor ich dann sage, okay, das wird auf jeden Fall gehostet. Also nicht, dass da irgendwelche bösartigen Tools bei mir gehostet werden. Da würde ich ganz besonders drauf Acht geben. Und am Ende, wenn das Ding auch wirklich steht, würde ich speziell dazu dann noch ein Video für euch veröffentlichen. Das heißt, ja, ihr seid dann natürlich auch dazu angehalten, das Ding zu teilen wie sonst was, denn Werbung wirft Einnahmen ab, je nachdem, wie viele Leute es angucken. Das heißt, wenn ihr viele Leute dazu bringt, dieses Tool anzuklicken, dann verdient ihr auch mehr daran, denn ich beteilige euch ja sozusagen am Umsatz dann damit. Gut, ich muss natürlich noch abklären, wie das rechtlich alles ist, aber ich denke, das dürfte zumindest grob möglich sein. Ein paar Tools, die man sich jetzt hier überlegen könnte, wären sowas wie, ihr könnt ein Tool schreiben, das konvertiert euch hexadezimal in normales ASCII oder sowas, und in Dezimal und so weiter und so fort. Ihr könnt irgendwelche Binärrechner schreiben, ihr könnt irgendwelche große Zahlenrechner schreiben. All diese Tools sind möglich. Ihr könnt, wenn ihr ganz begabt seid, auch natürlich sowas schreiben wie, ich baue mir logischerweise hier dann auf der Webseite über Drag and Drop oder irgendwelche Tools baue ich mir ein neuronales Netz und das wird dann am Ende ausgespuckt als Code, den man sich einfach copy-pasten kann. Solche coolen Dinge kann man hier tatsächlich alles machen und ich würde euch hier die Möglichkeit geben, tatsächlich selbst auch irgendwie kreativ zu werden und zu entscheiden, was ihr für Tools haben wollt. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr die Rechte daran habt. Das heißt, ihr könnt nicht einfach Tools klauen und dann sagen, hey, das habe ich selber geschrieben, sondern ihr müsst die Rechte daran dann auch wirklich haben, damit ich das hosten kann. Und für solche Ideen würde ich euch dann wirklich einfach das Forum hier empfehlen, damit wir auch nicht irgendwie dasselbe Tool zweimal haben. Also das waren jetzt wirklich alles nur so Überlegungen. Man kann natürlich auch noch sehr viel mehr machen, zum Beispiel online irgendwie einen Audio-Editor oder sowas schreiben. Da könnt ihr so frei sein wie noch nie und einfach mal eure Kenntnisse tatsächlich auch praktisch einsetzen.
Und ja, wenn ihr Fragen habt, natürlich jederzeit mich irgendwie fragen. So, also ihr müsst es natürlich nicht auf die Webseite beschränken, wenn ihr irgendwie ein externes, großes Projekt im Sinne habt. Zum Beispiel kann ich auch hier ganz gerne irgendwelche Games oder sowas. Ihr wisst, mit Unreal Engine kann man wunderbar HTML5-Spiele machen. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, dann kann ich auch jederzeit hier Games veröffentlichen auf der Webseite. Also da einfach auf mich zukommen vielleicht oder einfach im Forum reinschreiben und dann schauen wir da einfach mal. Und ja, vielleicht finden sich ja sogar Gruppen oder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute, die zusammen ein Projekt erarbeiten wollen. Dann habt ihr natürlich auch gleich viel, viel mehr Möglichkeiten. Denn dann kann man Aufgaben aufteilen und so weiter und so fort. Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten für euch. Auch beim Battle of AI gibt es noch tatsächlich, wenn wir dann mal so weit sind, gibt es Möglichkeiten, sich dann noch mehr zu engagieren. Und ich habe da auch keine Scheu, euch irgendwie einen Server zu stellen, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt oder irgendwie was Cooles plant. Dann könnt ihr da auch tatsächlich auf mich zukommen. Cool. Das wäre das. Dann habe ich natürlich hier noch für euch Amazon, habe ich einen Referral-Link. Unter jedem Video steht ja eigentlich drunter, dass ihr da einfach draufklickt, wenn ihr das nächste Mal irgendwas Großes bei Amazon kauft, dass ihr dann einfach kurz draufklickt und dann quasi kriege ich einen Teil von dem, was Amazon verdient. Euch kostet es überhaupt nichts. Das wäre dann natürlich auch noch eine geile Idee, wie ihr mich unterstützen könnt. So. Und dann habe ich natürlich noch was ganz Spezielles für euch, und zwar meine Kurse sind mittlerweile zum Großteil auch auf Udemy. Achtung, jetzt nicht losschreien. Jeder einzelne Kurs wird auch vollständig, nicht irgendwie nur ein Teil, sondern vollständig auch auf YouTube veröffentlicht. Aber sie werden höchstwahrscheinlich zuerst auf Udemy sein, also ich werde mir irgendwie versuchen, den Arsch aufzureißen, dass ich einen Kurs komplett fertig habe und dann könnt ihr den bei Udemy auch sofort kaufen, oder ich veröffentliche einfach nach und nach immer weiter, jeden Tag ein Video, so wie ich es immer gemacht habe. Das heißt, für euch ändert sich überhaupt nichts. Ich versuche nur zum Beispiel hier, der alle Sprachen programmieren lernen Kurs ist schon komplett auf Udemy. Da könnt ihr dann auch schon mal gucken, was ihr überhaupt alles noch zu erwarten habt. Also hier zum Beispiel, wir sind jetzt aktuell hier irgendwo. Und da könnt ihr dann einfach gucken, was noch alles auf euch zukommt. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Dann seht ihr auch gleich, was alles noch dabei ist. Diese 130 €, das ist natürlich jetzt übertrieben teuer. Bei Udemy ist jeder Kurs eigentlich im Angebot, und wenn man einen Kurs zu billig anbietet, dann wird man angeschrieben und man bekommt gesagt, du, das ist irgendwie so, das drückt den Preis für die Konkurrenz. Kannst du dann nicht vielleicht ein bisschen höher gehen? Deswegen sind hier die Kurse auch tatsächlich so teuer. Ich habe natürlich für euch Gutscheine erstellt. Die Gutscheine sind hier in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, in der Beschreibung vom Video, dass ihr die Kurse auch billiger bekommt. Und was natürlich auch ein Bonus ist, ihr bekommt hier nicht nur die Kurse, sondern ihr bekommt auch Übungen. Also sowas wie Grundlagentest wäre hier ein Quiz, oder das Maximum einer Liste berechnen wäre eine kleine Aufgabe, logischerweise immer mit Lösung. Und ihr kriegt jedes Mal eine Abschlussbescheinigung. Da wurde ich auch schon öfters mal drauf hingewiesen und gefragt, du kannst uns nicht vielleicht Aufgaben oder eine Prüfung oder sowas zur Verfügung stellen und dann uns bescheinigen, dass wir deinen Kurs belegt haben. Denn man hat ja eigentlich die Möglichkeit, bei mir mittlerweile ein kleines Informatikstudium abzulegen. Und das habt ihr jetzt hier mit Udemy. Ihr könnt jetzt hier sozusagen den Kurs belegen und könnt dann sagen, hey, ich habe diesen Kurs mal belegt, ich kann das auch wirklich. Man bekommt diese Bescheinigung automatisch am Ende ausgestellt. Das war dann sozusagen auch noch eine Idee, die ich hatte. Und klar, da würde ich dann auch direkt damit verdienen. Ist natürlich dann auch werbefrei, das heißt, ihr müsst euch dann nicht irgendwie Werbung oder sowas auch noch geben. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit, was ihr natürlich machen könnt. Wie gesagt, für Abonnenten sind die ganzen Kurse sehr stark vergünstigt. Also ich habe so ziemlich für jeden Kurs, glaube ich, einen Gutschein für 10 € erstellt. Und wie gesagt, hier Link ist unten drin. Gut. So, und zu allerletzt möchte ich euch noch kurz was anderes zeigen. Und zwar, ihr habt mittlerweile auch bei meinen ganzen Videos die Möglichkeit, hier die Dinger zu übersetzen. Ich habe mittlerweile von Abonnenten gehört, die aus Brasilien kommen, die tatsächlich Deutsch mit meinen Videos lernen. Das finde ich unglaublich. Und deswegen möchte ich mich natürlich auch speziell bei denen jetzt gerade bedanken. Und wir haben so viele hier, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, und für die wäre es tatsächlich auch eine Möglichkeit, meine Videos zu übersetzen. Das heißt, wenn ihr irgendwie zweisprachig seid oder sowas, oder einfach nur zum Beispiel gut Englisch sprecht oder einfach nur ein paar Minuten Zeit habt, dann wäre es natürlich unglaublich cool, wenn ihr einfach eins meiner Videos euch schnappen würdet und dort einen sogenannten Community-Beitrag machen könnt und dort dann einfach Untertitel auf Englisch zur Verfügung stellt oder auf was für eine Sprache auch immer, von mir aus auch Portugiesisch oder Spanisch oder Schwedisch oder sowas, wäre natürlich richtig, richtig geil, wenn ihr da auch
ja, mitmachen wollt oder auch mitmachen könntet, wenn ihr vielleicht nicht ganz so praxisorientiert seid, sondern einfach meine Videos vielleicht zur Unterhaltung oder was auch immer guckt. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, das wären jetzt eure Möglichkeiten. Ich glaube, vor allem diese Community-Tools oder Community-Beiträge sind sehr interessant für euch. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge oder Fragen oder sonst irgendwas habt, bitte schreibt sie mir in die Kommentare. Ich gebe mir echt Mühe. Und falls ich das Kommentar nicht lesen soll, weil hier einfach unglaublich viele Kommentare rumfliegen und ich irgendwie nicht recht oder nicht schnell genug beantworte, also neue Kommentare sehe ich immer, aber wie gesagt, Antworten auf alte Kommentare sind schwierig, dann schreibt ihr mir einfach auf Facebook, auf Twitter, Facebook, Twitter, Forum, Discord, YouTube hat auch private Nachrichten, das geht hier auch. Dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, ihr könnt, Forum habe ich glaube ich schon gesagt, ihr könnt mir im Forum auch private Nachrichten schreiben, ihr könnt auch im Forum in der Shoutbox schreiben. Und auch wenn ihr als Unternehmen auf mich zukommen wollt, dann habt ihr natürlich ja auch die Möglichkeit. Ich würde euch nur vielleicht bitten, nicht auf meiner E-Mail, auf meiner Handynummer anzurufen, die ich beim Forum, bei meiner Webseite angegeben habe. Da ist auch tatsächlich eine Handynummer angegeben, aber die bitte wirklich nur für geschäftliche Anfragen, sonst werde ich hier nicht mehr froh. Irgendwann muss ich auch mal noch lernen, meine Klausuren sind demnächst. Aber ja, das soweit von meiner Seite. Ich hoffe soweit, dass ihr damit auch so glücklich seid wie ich. Und ich versuche für euch die allermeisten Videos, wirklich extrem viele Videos eigentlich, zur Verfügung zu stellen, damit ihr auch wirklich alles lernt. Wir haben noch so viel vor. Ich glaube, das brauche ich gar nicht erwähnen, wie viel wir tatsächlich noch vorhaben. Discord-Box, Bots und so weiter wollen wir natürlich auch noch selber schreiben lernen. Und wenn wir dann tatsächlich auch schaffen, dass ich hier irgendwie davon leben kann, dann würde ich auch sofort solche Sachen machen wie, okay, ich mache irgendein Projekt und das stelle ich dann vor und sozusagen ein Let's Code großes Projekt oder so. Und ja, das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, soweit ihr seid damit glücklich und wir hören uns. Bis dann. Ciao.